Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Main auf S31 und wollen mal schauen, was heute so die Aufholer gemacht haben, die ja kurz vor Neujahr aus dem Boden gesprießt sind. So, ne? Und gucken mal, wer von denen jetzt bisher durchgezogen hat, wie viele noch da sind, wer noch überhaupt spielt. War ja recht interessant. Es waren ja wirklich, ich habe am Ende durch diese Aufholjagd, die wir da gestartet mit Piccolo eigentlich gemacht haben. Ich habe ungefähr 50, 60 Leute gezählt, die eine Aufholjagd gemacht haben. Sei es über Discord, die mir geschrieben haben, Instagram, hier in-game, so, ne? Dann noch weitere in Gilden gefunden, so, die weiß ich nicht, ein bisschen weiter unten sind, wo ich einfach mal so ein bisschen durchgescrollt habe und wo ich gesehen habe, aha, die haben in ihrer Profilbeschreibung irgendwie sowas wie Aufholjäger, ne, Startdatum und sowas drin. Da gucken wir gleich mal nach. Zuallererst wollte ich aber mal einen ganz wichtigen Punkt hier ansprechen, und zwar die Intelligenz. Wir haben sie bald auf 333.333. Ich hoffe mal, wir kriegen das hin, dass wir das hier schön, hier eine schöne 333 zu stehen haben. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, weil es kann natürlich auch sein, dass die Nummer dann irgendwie weiterspringt. Ne, das aktualisiert ja dann immer erst nochmal danach, wenn man ein bisschen geskillt hat hier. Habt ihr es jetzt gesehen? Und deswegen müssen wir da ganz langsam und bedacht an die Sache rangehen, dass wir hier auch wirklich nicht zu viel skillen. Und ja, danach wollte ich ja ein bisschen wieder auf Ausdauer gehen, weil mein Verhältnis ein bisschen über 60-40 ist und deswegen ich auch ein bisschen mehr Ausdauer benötige. Original wollte ich ja das erst ab 350.000 machen, das ist mir aber noch ein bisschen zu weit weg, deswegen den Zwischenstep jetzt erstmal auf Ausdauer und werde ich die erstmal auf 250.000 oder sowas denn hochziehen, ne? Aber jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir hier hoffentlich die magische Schnapszahl hinkriegen. Das wäre echt super. Okay, wir haben einen weiteren Punkt hier geschafft. Dann wollen wir mal schauen. Es wäre cool, wenn es klappt. Das wäre echt nice, würde mich satisfyen. Und ich wäre echt unbefriedigt, wenn das nicht funktioniert. Ja? Wenn das jetzt einfach eine Nummer weiterspringt oder so. Deswegen machen wir das ganz langsam hier. Skillpunkt für Skillpunkt. Oh, let's go. Okay, hat schon gereicht. Alter, nice. Ey, ich glaube, wir hatten das irgendwann schon mal gehabt, ne? Ich weiß nicht, ob das bei 300.000 war oder bei 200.000 oder keine Ahnung. Aber das hatte dann nicht funktioniert. Und dann, ne, ihr seht das ja, es ist random. Mal springt das 1 Punkt weiter, mal springt es irgendwie 2 Punkte weiter. Jetzt eben gerade hatten wir Glück gehabt. Sprung das genau exakt so weit, dass es auf die Schnapszahl denn halt auch drauf hinausläuft. Sehr schön. Haben wir das. Jetzt können wir wieder einen Ausdauer skillen. Und ich könnte wetten, bis ich die 250.000 Ausdauer habe, ich werde definitiv safe aus Gewohnheit mindestens einmal Intelligenz skillen. Und dann ist die Zahl wieder nichtig. So, dann, das wird passieren. Das wird einfach passieren. Ja, aus Gewohnheit. Das sehe ich jetzt schon irgendwie. Ich versuche mein Bestes, dass es nicht passiert. Aber das wird nichts. Also bis 250.000 Ausdauer, bis hier die 250.000 steht, kann ich euch versprechen, der wird sich die Nummer, die wird sich nochmal ändern. Definitiv. Es wird sich ja auch ändern, falls ich irgendwie einen neuen Edelstein oder sowas reinsetzen sollte, was ich erstmal nicht machen werde. Dann wird sich die Zahl natürlich auch ändern, ne? Oder wenn man irgendwelche generellen Änderungen am Equipment vornimmt, dann ändert sich das ja so oder so. Ja, oder wenn man halt eben einmal daneben skillt. Ich glaube, ich nehme hier mal die XP-Quest, weil die anderen waren jetzt nicht so dolle. Machen wir mal erstmal auf 3 Stunden. Und ja, mein erster Gedanke war jetzt eben gerade wieder auf Intelligenz gehen. Also das wird echt eine harte Nummer. Ich glaube nicht dran. Können wir ja eine kleine passive Mini-Challenge hier draus machen aus dem Ganzen.
Oder können Wetten abgeschlossen werden hier, ob ich es schaffe oder nicht. Aber ich bin jetzt schon dazu angehalten, auf Intelligenz zu skillen. Also ich glaube nicht dran. Ich persönlich glaube es nicht. Ja, ansonsten gucken wir mal in die Post rein. Und zwar geht hier die Post ab. Und zwar, habe ich hier meine ganzen Aufholer drin, die ich mir anfangs gespeichert habe. Es kam wirklich danach noch mehr dazu. Also falls hier noch mehr Leute irgendwie, ja, weiß ich nicht, noch weiterhin die Aufholjagd machen, könnt mir gerne schreiben. Ich schreibe euch nicht zurück so, ne, weil sonst wird das dann zu viel. Aber soll auch nicht abgehoben klingen oder so. Aber ja, damit ich euch dann vielleicht auch zur Freundesliste oder sowas hinzufügen kann. Ja, ihr seht ein paar Leute. Gut, der ist schon länger dabei. Hier haben wir zum Beispiel den Piccolo, ja, der das Ganze ja ans Rollen so ein bisschen gebracht hatte jetzt. Der hat ja am 26. gestartet, letztes Jahr, am 26.12. 236. Bei ihm glaube ich halt auch nach wie vor weiterhin, dass er halt hier das Ganze wirklich auf lange Sicht durchziehen wird und hier bestimmt einiges abreißen wird auf den Server. Also ich glaube, ausdauertechnisch, mache ich mir da keine Sorgen. Bei den anderen Leuten muss man halt schauen. Kysuel macht das Ganze ja auch per Videotagebuch irgendwie, ne? Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Jetzt mittlerweile schon 263, am 28. gestartet, also ist hier mit den Baden auch sehr krass am Aufholen. Bin mal gespannt, ob da auch die dementsprechende Ausdauer am Start ist. Weil, wie gesagt, man erlebt immer viele Leute, die aufholen wollen. Aber ob dann auch dementsprechend die Ausdauer denn da ist, ne, das wird sich zeigen, ne? Ob da dann noch weiterhin das Interesse dann besteht oder die Zeit noch da ist oder ne, etc. pp. So, ne? Gibt ja viele Gründe, warum man das unterbrechen kann. Rizzi haben wir hier auch. Ich glaube, er hatte sich umbenannt. Vorher hatte er, glaube ich, diesen Y da, diesen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber ich glaube, von der Stufe her wird es ungefähr hinkommen. Auch gut, 31.12. Auch schon ein gutes Level erreicht hier. Ne? Deswegen, ja, ich behalte das immer mal so ein bisschen weiterhin hier im Auge. Und werde mal schauen. Wir holen dich, du Schlingel. Ja, bin mal gespannt. Ne? Wer hier wirklich denn am Ende durchhält und keine Ahnung. Ne? Weiß ich nicht, warum eigentlich die Leute hier eine Aufholjagd machen auf dem Server, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es cool, ich finde es auch für den Server cool, es sind hier auch sehr viele Spieler hinzugekommen, muss man mal dazu sagen, so. Es ist nice zu beobachten, ich finde es cool, das auch festzuhalten, so in den Videos oder darüber zu berichten. Und ich finde es halt interessant, einfach, ne? Und vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Anhänger von euch, der das Ganze auch interessant findet. Vor allen Dingen, wie gesagt, halt eben den eigenen Server, den man schon seit Jahren begleitet, auch YouTube-technisch, einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Einfach mal aus einer anderen Gilde, weil man kennt ja auch die ganzen Gilden so vom Namen her, ne? Die ganzen Gilden, die hier am Start sind auf dem Server, die hat man ja alle schon mal gehört irgendwie, ne? Aber man hatte halt gar keinen Einblick, ne? Sag ich mal so. Also, was heißt Einblick, ne? Aber ja, wie es da halt so aussieht, ne, wie weit die deren Gildenpad haben oder so, und das sind ja so Sachen, die kann man vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Oder wie generell halt die Aktivität innerhalb der Gilde aussieht, so, ne? Also das finde ich ja auch sehr interessant. Genau, deswegen schaue ich bei dem einen oder anderen immer mal so ein bisschen rüber, was das angeht. Und ja, gildentechnisch, unser S31-Server sind wir jetzt momentan gerade auf Platz 11 weltweit. War schon mal besser, war schon mal schlechter. Ich bin zufrieden. Es ist nice. Mal gucken, ob wir wieder Glück haben und vielleicht in die Top 10 kommen. Aber das ist ja immer so eine Sache, ne? Das ist ja immer ziemlich glücksabhängig, sag ich mal. Vor allen Dingen mit unseren Magiern zum Schluss hier, ne? Ich sag's immer wieder. Ich bin mal gespannt, ob denn Leute auch den Schlachtplan, den ich ja Anfang des neuen Jahres so als Gildenrundmail geschrieben habe, ob sich da auch Leute dran halten. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, ich schreibe da keinem was vor. Ich bin ja nicht mal Offizier, so. Ich will da auch gar nichts irgendwie, ne. Das sind ja nur meine Hinweise, die ich vielleicht geben kann, beziehungsweise wie ich das sehe. Aber ne, am Ende muss da jeder selbst wissen, was für ihn am besten ist, so, ne. Siehst du, kriege ich ja auch aufs Maul, ja. Quatschen kann ich viel,
Aber dann halt auch Performance zeigen, da mangelt es dann auch wieder hier, ne? So, aber wie gesagt, das ist halt Magier-Battle zum Schluss hier, komplett lackabhängig, wer crittet, wer fängt an, ne, wer crittet nicht. Die Konstanz von Kriegern fehlt uns halt einfach im Late-Game und ja, das sieht man halt auch immer wieder, so ein starker Krieger fehlt auf jeden Fall in der Gilde hier, der würde es so ein bisschen abrunden. Ne, unser höchster Krieger, den wir haben, ist Mudo, der ist auch schon nicht verkehrt, so von den Statpunkten her, ist ja auch schon echt gut dabei auf jeden Fall. Aber das ist halt auch der einzige. Ne? Ansonsten sind es halt wirklich nur Magier hier oben. Und ein Kundschafter. Ne? Und ansonsten, ja, ist das Hauptattribut einfach Intelligenz bei uns hier in der Gilde. Ja, wir haben Free Try für die Monstergrotte. Ja, jetzt kann ich ja wieder bedenkenlos Free Tries machen, ohne zu riskieren, Zeus aus Versehen zu legen. Aber jetzt werde ich die Free Tries auch wieder wahrscheinlich nicht großartig wahrnehmen, weil ich halt einfach weiß, der ist halt überhaupt nicht machbar, der Gegner so, ne? Mal schauen. Ich bin trotzdem mal gespannt, wann wir einigermaßen rankommen. Ich werde ihn aber nicht so wegpilzen, wie ich Zeus weggepilzt habe. Das war für mich so ein Prestige-Gegner einfach. Und das ist jetzt ist halt einfach ein weiterer Gegner, so für mich ist jetzt keine besondere Bedeutung und ich hoffe mal, dass ich ihn trotzdem bald besiegen werde. Guti, Leute, das soll es soweit von der Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich freue mich auch, dass wir hier die schöne Schnapszahl erreicht haben, das finde ich sehr, sehr nice. Ansonsten war es das soweit von mir. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.